Hallo zu Charlie Chat. Ja, wie ich schon gesagt habe, als ich die Tischkreissäge eingebaut habe, der tolle Schiebetisch, ich würde ihn gerne nutzen, kann das jedoch nicht, weil mein toller Tisch einfach nicht dafür ausgelegt ist. Wie gesagt, das war am Anfang nie geplant, dass da eine Bosch-Kreissäge reinkommt. Ich werde jetzt eine neue Tischplatte aufbauen. Es wird auch wieder eine 30 mm Siebdruck. Muss nur schauen, dass ich mich so wenig wie möglich, am besten gar nicht verschneide, weil da kostet Quadratmeter knapp bei 93 € und ja, geht sonst ins Geld. Wie gesagt, ich mache die Tischplatte jetzt auf 2 Teile. Ich meine, sie war vorher schon auf 2 Teile, nur wie gesagt der Breite nach. Jetzt im Endeffekt wird hier ein Streifen gemacht, was man rausschieben kann, damit man, wenn man den Schiebetisch oder einen größeren Schiebeschlitten verwenden will, ohne Probleme damit arbeiten kann. Und auch so, dass man die Platte wieder fixieren kann, ohne dass sie verrutscht, also dass ich im Endeffekt das Lochraster auch weiter nutzen kann. Und dass es irgendwelche Probleme gibt. Tja, mal schauen, was jetzt draus wird. Zuerst kontrolliere ich, welche Seiten im rechten Winkel zueinander sind. Und danach schneide ich sie auf der Tischkreissäge zu. Bei den schmalen Teilen sind das 25 cm Breite. Das zweite Brett wird auf eine Breite von 72 cm zugeschnitten. Man glaubt echt nicht, wie unhandlich diese Platte ist, obwohl sie nicht so groß ist, aber allein durch das Gewicht. Für den korrekten Zuschnitt der Länge spanne ich sie auf die originale Tischplatte nieder, richte sie mir ein, wie ich sie brauche und schneide sie mit der Tauchkreissäge zu. Nicht wundern wegen dem Versatz, was man ganz vorne sieht, weil die alte Platte war etwas länger und ja, ich habe sie bis dato nicht gekürzt. Ja, hat sich somit erledigt. Jetzt muss ich mal die alten Platten entfernen, dafür muss der Korpus raus. Erstmal die Schubladen rausnehmen und dann kommt das nächste Problem, weil der Korpus ist verschraubt. Er ist nicht eingeklebt, aber er war sehr genau eingebaut, sage ich jetzt mal. Also ich musste wirklich mit Klopfen nachhelfen, dass der da überhaupt reingeht. Dementsprechend schwer bzw. gar nicht ging er raus. Ja, dann habe ich ihn einfach zerstört. Aber das stört mich gar nicht, weil ich wollte so oder so neue Korpusse bauen, beziehungsweise gleich mit Vollauszüge. Und ja, so wie der Korpus gebaut war mit den Schubladen, wäre es so oder so nicht mit Vollauszügen gegangen. Die große Platte habe ich dann mit Schrauben der Größe 5x70 festgeschraubt. Jetzt geht es an die Befestigung von der schmalen Platte. Wie gesagt, sie soll ja leicht zum Lösen sein, dass man nicht viel Aufwand hat dafür. Dafür habe ich mir eine 18 mm Multiplex-Platte zugeschnitten, auf dem Maß 25 cm x 7,5 cm und habe sie mir dann an der Werkbank angezeichnet. Die markierte Stelle habe ich mir dann mit der Fräse 18 mm tief ausgefräst, so dass die Platte genau hineinpasst. In die Multiplex-Platte habe ich dann 3 Pocket Holes hineingebohrt und im 90° Winkel an die Unterseite der schmalen Platte geschraubt. Jetzt zeichne ich mir 2 Punkte an, die werden mit einem Forstnerbohrer der Größe 20 durchgebohrt. Dann habe ich mir 2 Zapfen zugeschnitten aus Bucheholz, dem 20 mm Durchmesser und habe sie jeweils an einer Seite angefasst.
Die Zapfen wurden mit der Multiplexplatte verleimt und zwar so, dass die gefasste Seite in die Werkbank hineinschaut. Auf der gegenüberliegenden Seite von der Werkbank habe ich dasselbe Spiel gemacht, aber von innen. Wieder eine Multiplexplatte, 3 Pocket Holes im 90 Grad Winkel verschraubt, aber eben nach innen versetzt und so, dass die Platte an der Werkbank aufliegt und nicht eingefräst ist. Mit den 20 mm Forstnerbohrer habe ich wieder 2 Löcher gebohrt für weitere Zapfen. Die Zapfen werden wieder mit der Multiplexplatte verleimt, aber diesmal so, dass sie von innen nach außen schauen. Da der mittlere Stützpfosten schmäler ist, habe ich 2 Multiplexplatten wie einen Haken zusammengeschraubt. Die bewegliche Tischplatte habe ich dann mit einem 30er Forsterbohrer angebohrt und mit einem 8er Bohrer durchgebohrt. An beiden Tischplatten markiere ich mir mein Lochraster und bohre die Löcher mit einem 20 mm Forsterbohrer. Jetzt schneide und montiere ich die Tischplattenerweiterung, was neben der Kreissäge noch fehlt. Zu guter Letzt gehe ich mit den Abrundfräse über alle Kanten nochmal drüber. Und so sieht meine neue Tischplatte aus. So funktioniert die M8-Schraube rausziehen, an der Tischplatte anziehen und rausheben. Der Umbau im Nachhinein war zwar etwas aufwendig, nur jetzt kann ich wirklich sehr schnell und einfach die Tischplatte lösen und wieder einbauen. Kann so ohne Probleme mit den Schiebeschlitten arbeiten und brauche mir keine hässlichen Nuten in den Tisch zu fräsen. Ach ja, den Schiebeschlitten hat Milan gebaut, den hat er mir mitgegeben, als er mir die Tischkreissäge geschenkt hat. Milan, nochmal ganz herzlichen Dank. Mit dem Tischumbau kann ich auch ohne Probleme den Schiebetisch verwenden, weil das wäre mit Nuten auch nicht gegangen, da hätte ich den kompletten Tisch einfräsen müssen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über ein paar Daumen hoch und ein paar Abos würde ich mich sehr freuen. Servus!